Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute nochmal um den König Ludwig mit seiner neuen Burg, oder ja doch mit seiner neuen Burg 6 auf Iron Hills gegen Raufritter, Inquisitor und Effendi. Dabei ist zu beachten, dass Inquisitor das erste Mal auf meinem Kanal zu sehen ist und er zum ersten Mal auch hier kämpft. Na, ist ja klar. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Wir starten rein mit 4000 Gold auf Iron Hills. Bis gleich. So, wir schauen einfach mal, wie das so losgeht. Denn es ist ja so, dass hier der Raubritter dann auf den Schwächsten, denke ich, geht. Und das müsste entweder der Nordian oder Skorpion sein, beziehungsweise im Early Game auch der König Ludwig. Und hier kommt der Rush-Angriff vom Skorpion schon raus. Aber Effendi hat viele Slinger, die ihn den Kopf retten. Und somit kriegt er das ganz gut abgewehrt. Und ja, der Raufritter geht hier auf König Ludwig, weil König Ludwig erst 17 Truppen hat. Oder jetzt nur noch 17 Truppen. Obwohl er hier auf den Skorpion geht. Hä? Warum geht er denn jetzt auf den Skorpion? Wer weiß, warum er auf den Skorpion geht. Jetzt geht er nicht mehr auf den Skorpion. Okay, jetzt geht er auf den Nordian, denke ich. Ist es? Ja, er geht auf den Nordian, auf die Mauer. Naja, gut. Er fühlt sich bedroht. Nordian. Warum auch immer. Wegen ein paar Rittern. Aber okay. Ja, hier die... Die aktuelle Situation stimmt mich nun doch etwas unwohl. Die Assassinen vom Skorpion kommen hier schon ganz gut rein. Kommen sogar auf den Keep. Und kriegen in den Effendi sogar gekillt. Ich hatte ein reiches und erfülltes Okay. Leben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Eine Nachricht vom Skorpion. Meine Intrigen tragen Früchte. Ein Widersacher ist meinen Plänen zum Opfer gefallen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weil ja Effendi eigentlich relativ viele Slinger hatte. Aber er hat, glaube ich, seine Sortis rausgeschickt, oder? Die am Anfang. Dadurch sind die dann wahrscheinlich gestorben. Und somit hat er da nicht mehr allzu viele Slinger auf dem Keep stehen. Und ja, somit war es dann ganz schnell um ihn geschehen. Wir warten hier noch ein bisschen, bis sich hier König Ludwig aufgebaut hat. Hier knabbern die Ritter schon wieder an den Wellen rum. Was natürlich sehr schlau von denen ist. Aber naja gut, wenn sie halt Bock auf Steinwelle haben, dann müssen sie es halt machen. Die Guten. Ja, der eine Ritter, der hat da gar nichts mehr gemacht. Gut, wir schrauben hier noch ein bisschen die Geschwindigkeit hoch. Somit ist natürlich jetzt das Team hier drüben sehr am Nachteil, weil ja, Stufe 2, Stufe 4, Stufe 1 ergibt Stufe 7, ne? Und hier drüben Stufe 1, Stufe 4, Stufe 2 ergibt auch Stufe 7 und jetzt ist es nur noch ein Stufe 5 Team. Was natürlich nicht allzu gut für die da drüben ist. Na gut, Skorpion und Nordian, wenn Inquisitor einmal auf einen von den beiden geht, dann ist natürlich dann auch schnell Geschichte, weil ja, vor allem Skorpion ist ja sehr anfällig auf Angriffe. So, passiert jetzt hier irgendwas? Nö, ich denke nicht, ja. Dann gucken wir uns mal ganz fix die Burg an. Ist ja Burg 6 auch eine relativ gute Burg, was die Verteidigung angeht.
hat jetzt hier vorne 2 Torhäuser mit Burggraben und Zugbrücke. Und hier habe ich so ein bisschen einen kleinen Doppelring quasi angedeutet quasi. Ja, ist ein bisschen Spielerei mit drinne. Und ja, hier vorne noch ein Tower 3 Turm. Ansonsten 1, 2, 3, 4 Türme an der Front. Und ich merke gerade, dass ich hier noch nicht die Tower 5 Türme umgeändert habe. Mit den Tipps vom Crusader Pilaf, dass halt hier diese Ecken rauskaschiert werden. Das werde ich dann im nächsten Match machen. Jetzt gucken wir hier erstmal an, wie sich okay, die laufen hier erstmal ein bisschen über die eigenen Mauern drüber. Kann man ja auch mal machen. Er geht aber auf Nordian, ne? Denke ich. Isidro hat 144 Truppen. Nordian. Ne, er müsste eigentlich auf den Skorpion gehen. König Ludwig hat am meisten von dem hier drüben. Gehen hier mal ein bisschen hoch. Wo auch immer er jetzt drauf gehen möchte. Gucken wir uns einfach mal an. Er geht trotzdem auf Nordian. Hat gerade mal 60 Truppen. Diesmal hat er auch seinen Marktplatz platziert, was ich sehr schön finde. Und ansonsten, ja, sollte das jetzt nicht mehr allzu viel bringen. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen? Die Türme hier an der Seite habe ich mich so ein bisschen vom Bär inspirieren lassen. Weil er ja auch an seiner Burg 1, glaube ich, auch diese Doppeltürme vorne hat. Ansonsten hat er hier noch so einen kleinen niedrigen Wall mit Treppen. Und hinten dann, ja, sein markantes oder sein deutliches Ding, was halt hier so raus sticht. Oder seine Besonderheit, sag mal so, ne? Ist der Tower 5. Da habe ich natürlich, ja, ich weiß, auch die Ecken hier vergessen. Werde ich alles noch umändern. Aber hier der Tower 5 ist halt sein markanter Punkt halt mit den Treppen links und rechts an der Seite. Sieht, denke ich, ganz cool aus. So ein Turm halt mitten in der Burg, der halt dann auch ein bisschen mit die Verteidigung stärkt, wenn die feindlichen Truppen durchbrechen. Hinten hat er dann ja nur schwache Verteidigung. Gucken hier mal ganz kurz an. Sollte, denke ich, aber nicht allzu viel passieren. Ja, größte Schwäche ist natürlich das Torhaus hier mal wieder. Dadurch, dass hier nur ein kleines Torhaus ist, ohne Burggraben, ohne alles, ist da relativ schnell der Durchbruch. Hier drüben ist dann nochmal ein niedriger Wall und hier hinten ist auch nochmal ein nackiges Torhaus, aber diesmal ein großes Torhaus, diesmal deswegen nicht ganz so schnell der Durchbruch. Der Angriff, ja, ist ja, wie ich schon dachte, sehr ins Leere verlaufen und jetzt kommt hier Nordian und piekst hier ein bisschen an den Mauern dran rum. Ja, es fehlt halt natürlich diese Offensive oder diese trotzdem Offensivkraft vom Effendi, dass der natürlich so schnell weggeschlitzt wird, hätte ich natürlich nicht gedacht. Ansonsten, ja, hier ist natürlich dann auch nicht mehr allzu viel an Truppen unterwegs. Hier ist zwar jetzt der Durchbruch, aber ich denke, der sollte hier trotzdem sich verteidigt bekommen. Hat jetzt, ja, kriegt sich verteidigt. Es sind jetzt nur ein paar Assassinen, die er jetzt noch wegschlitzt und danach ist Ende Gelände. Genau, ja, das ist also Burg 6. Ja, ich werde vielleicht nochmal ein bisschen was umändern, was hier den Burggraben betrifft oder so. Und dann vor allem diese Ecken hier, die sehen wirklich sehr unschön aus. Werde ich aber dann, wie gesagt, noch umändern. Hier dieses große Mauerstück ist halt, ja, das, denke ich, ist eine ganz gute Abwechslung quasi. Nicht immer entweder keine Verbindung zum Bergfried oder ja, einfach hier so ein gerades Stück, dass es ein bisschen Abwechslung halt gibt
in den Burgdesigns. Jetzt kommt hier der Inquisitor auf den Skorpion. Somit dürfte meines Erachtens der Skorpion fallen. Er hat 74 Truppen. Aber gut, hier schießt noch ein bisschen der König Ludwig mit drauf. Das Torhaus ist nicht wirklich angegangen, aber hier ist jetzt bald irgendwo der Durchbruch, entweder hier oder dort an der Seite. Ich denke aber mal, ne, hier vorne ist eher der Durchbruch. Mal schauen, ob er sich denn noch hier verteidigt bekommt. Er hat hier Fallen in seiner Burg drinnen, aber er kriegt sich noch verteidigt, was natürlich glücklich für einen Skorpion ist. Ansonsten gehen wir hier mal ein bisschen höher mit der Geschwindigkeit, damit es ein bisschen schneller abläuft. Ich werde auf jeden Fall noch ein Rückmatch machen, dass der Effendi hier oben ist und Raubritter hier unten. Dann stirbt zwar wahrscheinlich der Raubritter als erstes, aber ja, der Effendi ist vielleicht nicht ganz so schwach dran. Raubritter wird jetzt hier auch angegangen. Sollte jetzt also gleich fallen, dadurch er hier gar keine Truppen mehr auf seinem Keep hat. Und da ist er auch. Es schmerzt mich, dass ich diese Sache nicht zum Guten wenden konnte. Welch grausame Welt, in der die Helden den Bösewichten erliegen. Da ist er auch, die Geschichte. Und jetzt kommt gleich der König Ludwig mit hinterher. Mit seinem Angriff. Sammelt sich hier zwar relativ lang, aber Inquisitor hat glücklicherweise keine Mangel. Somit zermatschen da nicht allzu viel Schwertkämpfer. Und ja, man sieht, glaube ich, hier maximaler negativer Angstfaktor beim Inquisitor gegen dreifachen. Ist es dreifacher? Ja, ist, glaube ich, dreifacher positiver Angstfaktor. Er rückt sogar gleichzeitig aus. Wie der, also ne, der Inquisitor kommt raus, obwohl der Angriff vom König Ludwig noch gelaufen ist. Oder noch am Laufen war. Mensch, Deutsch. Und ja, jetzt sollte es aber den Skorpion hier an den Kragen gehen. Obwohl er hier relativ viele Assassinen da hat. Aber das Torhaus ist hier relativ schnell eingerissen worden. Und hier kommt natürlich noch eine richtige Offensive von Schwertkämpfern. Vielleicht kriegt er noch sein Torhaus nachgesetzt. Eine Nachricht vom Skorpion. Ich darf nicht zulassen, dass ihr über mein Schicksal entscheidet. Ja, das sollte jetzt hier Geschichte sein mit dem Skorpion. Hat sich ganz gut geschlagen. Eine Nachricht vom Skorpion. Es ist ehrenvoll, im Kampf zu sterben. Und so wähle ich dankbar den Tod durch eure Klinge. Wir werden noch ein paar Schwertkämpfer vom König Ludwig abgeschossen. Die Ketzer in diesen Ländern wird kein Schuldgeständnis retten. Ich werde ihnen kein Büßerkreuz vergönnen. Und nicht eher ruhen, als dass auch die letzte verlorene Seele dem Feuertod übergeben wurde. Ja, genau. Das war die Siegesbotschaft vom Inquisitor. In meinen Augen etwas lang, aber gut. Muss halt Crusader Pilaf entscheiden, was er da reinmacht. Ansonsten, ja, hat er diesmal, oder hat er zumindest erstmal eine KI hier ausgeschalten. Vielleicht kriegt er noch den Nordian weggeschnetzelt. Dann hat er hier noch ganz guten Comeback am Start gelegt. Ich weiß gar nicht, was schon wieder mit mir los ist. Also ich rede hier manchmal ein bisschen wirres Zeug oder nicht wirklich sehr deutsche Sätze. Auf jeden Fall, ja, muss er jetzt einfach darauf hoffen, dass er den Angriff vom Nordian abwehrt und dann sofort auf Nordian geht. Dann hätte er eigentlich relativ gute Chancen, den Ausgleich noch zu schaffen.
Wir schauen einfach mal, wie es hier läuft. Gehen hier mal mit der Geschwindigkeit sehr weit hoch. Ja, jetzt sieht man hier auch, dass überall die Verteidiger auf den Türmen halt sitzen. Sind halt noch nur Bogenschützen, aber trotzdem ist es schon besser als nichts. Genau, hier hinten ist jetzt der Durchbruch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Truppen er einbüßt, aber es scheint so, dass es nicht mal so viele Truppen waren. Jetzt muss er halt schnell rauskommen, sonst kann Nordian hier gegen rekrutieren. Jetzt kommt er raus. Er müsste jetzt, ja, er geht auf den Nordian. Aber gleichzeitig kommt hier auch König Ludwig raus. Belagerungsturm hat angesetzt. Vom Inquisitor. Kommt nur, vergeudet das Leben eurer Männer. Ich Und erwarte euch Inquisitor Stahl und fühlt sich sogar bedroht. Ich dachte eigentlich, Nordian fühlt sich als erstes bedroht. Aber gut, so ist es dann doch nicht. Hier schießen ordentlich viele Armbrustschützen drauf. Aber das sollte es gewesen sein, oder? Wo ist er? Da ist er das? Mensch! Da ist er. Na! Er kriegt sich noch verteidigt, echt? Ich treffe ihn nicht wirklich. Da ist er. Eieiei, da fehlt nur noch ein Fitzel. Nur noch ein Fitzel. Die ganzen Armbrustschützen retten ihn so ein bisschen den Ass. Und somit, ja, hat er den Angriff noch überlebt. Oh, die ganzen Warnblinker hier. Ach du Shit. Aber ja, viel fehlt nicht mehr. Und er hat ja auch keinen... Hat er einen Heiler? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube aber nicht, dass er einen Heiler hat. Zumindest sehe ich ihn jetzt nicht. Oder hier draußen irgendwo. Die Scheiterhaufen, das sieht cool aus. Nee, ich glaube nicht, dass er einen Heiler hat. Macht, glaube ich, dann auch nicht so wirklich Sinn. Weil er ja sehr bösartig ist. Hier, das sieht aber auch nicht schlecht aus mit den Treppen hier, mit den halben Treppen da. Finde ich nicht schlecht, ne? Herr Specht. Ja, aber auf jeden Fall hat er überlebt, ganz knapp. Aber er hat überlebt. Ob er nochmal einen Angriff rauskriegt, das weiß ich nicht. Wir gehen hier wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Schauen einfach mal, wie er sich hier weiter schlägt. Der gute Fratz. Kriegt sich jetzt auch... Ja, jetzt gehen langsam die Warnblinker weg. Jetzt kommt aber hier Nordian angestratzt. Und er hat gerade mal 220 Truppen. Kriegt sich aber... Nee. Vom Inquisitor. Die Heilige Schrift kündet von Gottes Liebe und seiner endlosen Gnade. Gut, hätte ich jetzt nicht gedacht, Verschont mich. dass Nordian ihn da niederstreckt. Sonst hätte ich da die Geschwindigkeit schon eher runtergedreht. Aber man sieht, denke ich, hier... Also die beiden sind hier echt stark Kopf an Kopf rennen mit dem Gold hier. Obwohl Nordian nur -1 Angstfaktor hat. Nordian 105 Gebäude zerstört. Okay. Und ansonsten, ja, dann kommt König Ludwig 10.000 weniger als Inquisitor. Danach kommt Skorpion und ja, die anderen sind natürlich... Effendi, ja, konnte natürlich nicht sehr viel machen. Inquisitor am meisten, war denke ich klar. Nordian und König Ludwig haben gar nicht mal so viel Truppenunterschied in den erstellten Truppen quasi. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Wir tauschen jetzt mal... Ach, weiß ich nicht. Es stirbt dann halt sehr schnell der Raubritter hier. Da soll ich das hier mal so, aber dann ist es ja gleich. Na, nee, mache ich nicht. Dann ist hier Stufe 2. Vielleicht kriegt dann der Effendi ein bisschen den Nordian unter Kontrolle oder so. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal rein. Na, gucken einfach mal. Raubritter sollte jetzt, glaube ich, schnell das Zeitliche segnen.
dadurch halt Skorpion einfach mit seinen Rush-Angriffen relativ fix ist. Kommt hier zwar, ja, das war's jetzt auch schon. Obwohl, er kriegt den Angriff verteidigt, hä? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich denke, der zweite Angriff sollte es dann richten. Hat ja maximal 2 Rush-Angriffe, der Skorpion. Er müsste halt irgendwie seine Burg halt zukriegen. Aber, ja, oder ein bisschen auf die Unterstützung von seinen Teamkameraden hoffen, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Wohl gerade Skorpion sehr lange braucht, ne? Raubritter hat trotzdem nur 12 Einheiten und davon sind 2 Ritter. Jetzt hat er 19. Skorpion, was machst denn du? Jetzt kommt nämlich der Effendi schon raus. Somit könnte er... Nee, doch nicht. Ich dachte, somit könnte er so ein bisschen den Druck vom Raubritter nehmen. Aber ja, Skorpion, 66 Truppen. Jetzt kommt sein zweiter Angriff. Aber sehr wenige Assassinen. Aber es reicht trotzdem. Es schmerzt mich, dass ich diese Sache nicht zum Guten wenden konnte. Welch grausame Welt, in der die Helden den Bösewichten erliegen. Er hat seine Nahkämpfer. Meine Intrigen tragen Früchte. Ein Widersacher ist meinen Plänen zum Opfer gefallen. Er hat seine Nahkämpfer weggeschickt. Somit hatten dann die letzten Assassinen leichtes Spiel. Aber jetzt könnte es vielleicht schon zum Ausgleich kommen. Obwohl, nee. Effendi hat einfach so wenig arabische Schwertkämpfer, dass die kommen nicht mal ansatzweise zur Burg. Inquisitor hat auch ein bisschen verkackt quasi. Aber es sind ja auch erst die ersten Angriffe. Somit, ja, aber die müssten halt den Skorpion ausschalten, dann ist es wieder ausgeglichen. Und ich denke jetzt, Effendi gegen Nordian ist auf jeden Fall schon ein bisschen spannender als Raubritter gegen Nordian hier drüben. Aber ja, die müssten halt unbedingt den Skorpion hier wegschnetzeln. Ich meine, die Angriffe werden jetzt für beide KIs nicht mehr gefährlich sein, aber trotzdem nimmt es halt sehr den Punch weg, wenn die sich halt nicht auf andere KIs konzentrieren können, sondern auf so eine schwache KI quasi sich konzentrieren. Ja, hier Effendi kriegt sich mit seinen Slingern ganz gut verteidigt gegen Nordian. Die Katapulte schießen so ein bisschen in den Berg hinein und irgendwie, der wartet hier noch ein Stück. Hat jetzt 380 Truppen. König Ludwig hat gerade seinen Angriff gemacht. Oh, Doppelangriff. Okay. Inquisitor, seine Buddeltruppen gehen so ein bisschen auf die Burg vom König Ludwig. Kriegt hier schon ordentlich die Alter. Oh, okay, er macht, glaube ich, die Blutgräfin. Ich darf nicht zulassen, dass ja, das war jetzt ein Todesurteil, dass er seine Assassinen weggeschickt hat. Somit ist es wieder ausgeglichen. Eine Nachricht vom Skorpion. Es ist ehrenvoll, im Kampf zu sterben. Und so wähle ich dankbar den Tod durch eure Klinge. Somit ist es wieder Eine ausgeglichen. Nachricht vom Inquisitor. Die Ketzer in diesen Ländern wird kein Schuldgeständnis retten. Ich werde ihnen kein Büßerkreuz vergönnen. Und nicht eher ruhen, als dass auch die letzte verlorene Seele dem Feuertod übergeben wurde. Ja, die müssen halt jetzt, also König Ludwig und Nordian, eigentlich den Effendi hier wegklatschen. Aber König Ludwig geht ja immer auf Closest, also geht er auch immer auf den Inquisitor.
Und Nordian geht ja auf Balanced, aber ja, ich denke nicht, dass Inquisitor mal schwächer gewertet werden sollte als Effendi. Aber die Wirtschaft vom Nordian ist, glaube ich, ein bisschen besser als vom Effendi. Kriegt auf jeden Fall die Angriffe flüssiger raus als Effendi an sich. Jetzt geht natürlich auch der Inquisitor mit auf den Nordian, muss aber so ein bisschen an der Burg vom König Ludwig vorbei. Aber das reicht. Okay. Sehr gut ausgekontert, muss ich sagen. Sehr gut ausgekontert vom Inquisitor. Eine Nachricht von Norden. Respekt. Das war's. Und jetzt ist es ein 2 versus 1 gegen den... Eine Nachricht vom Inquisitor. Die Ketzer in diesen Ländern wird kein Schuldgeständnis retten. Ich werde ihnen kein Büßerkreuz vergönnen. Und nicht eher ruhen, als dass auch die letzte verlorene Seele dem Feuertod übergeben wurde. Ja, dann sehen wir jetzt mal, wie tanky oder wie gut die Verteidigung von Burg Nummer 6 ist. Dadurch er jetzt gegen 2 KIs kämpfen muss. Und leider immer auf den Inquisitor geht und dadurch ja sehr lange braucht, bis er den mal geknackt bekommt oder gekillt bekommt. Dadurch Inquisitor ja negativ, er hat zwar negativen Angstfaktor, aber er hat ja auch Feuerverteidigung hier vorne. Und König Ludwig keine weiteren Truppen, die er vorschicken kann, um die Feuerfallen halt auszulösen. Ja, die Angriffe vom Effendi verpuffen natürlich extrem an der Burg hier vom König Ludwig. Die raiden eigentlich nicht wirklich, denke ich. Nur Inquisitor raidet, glaube ich, mit Kolbis. Hier kommen sie, glaube ich, gerade raus, aber die kommen nicht mal ansatzweise ins Hinterland. Ja, schauen wir einfach mal, wie sich hier König Ludwig mit seiner Burg 6 schlägt. Ist er seine zweitstärkste Burg, die ich ihm gegeben habe. Jetzt kommt hier der Inquisitor raus, kriegt aber seine Belagerungsgeräte zwar aufgebaut, aber nicht bemannt. Die Angreifer... der Belagerungsturm funktioniert ja hervorragend bei der Burg hier. Das ist ja sehr interessant hier. Ein Bogenschütze bewacht das Torhaus hier und somit müssen die ganzen Truppen hier zu der Treppe laufen. Auch interessant. Aber ja, hier kann den Belagerungsturm anlegen, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich dachte, der legt dann hier hinten oder so an, aber naja, doch. Naja, doch. Ist schon ganz hilfreich, ne? Die ganze Sache da. Gehen hier wieder hoch, schauen einfach mal, wann und ob der König Ludwig vielleicht hier noch einen Angriff rausbekommt. Er muss halt jetzt einfach auf einen glücklichen Konter hoffen, dass er da dann den Inquisitor abwehrt und dann kurz danach oder bevor der Angriff zu Ende ist, wirklich muss er halt schon an den Mauern sein und daran rumknabbern. Aber ja, das wird keine leichte Aufgabe werden. Er schickt zwar hier Baumeister mit raus, aber er baut nur einen Triebock auf, was natürlich nicht so cool ist. Aber man sieht, denke ich, schon hier, dass er hat, denke ich, Potenzial in Inquisitor noch zu knacken, aber er braucht halt wesentlich mehr Truppen. Und ja, und in der Zeit kann halt auch einfach Effendi so unnormal skalieren und halt einfach die Truppen halt hochschrauben. Und Inquisitor natürlich auch. Aber wie gesagt... Oh.
Meine treuen Soldaten steht mir bei. Hier an der Seite war jetzt offen. Aber ja, die Schwertkämpfer vom Inquisitor sind hier zwar sehr stark geknubbelt, aber König Ludwig hat hier seine Armbrustschützen mit auf dem Keep. Aber verliert alle Truppen. Eieiei. Das sieht natürlich gar nicht gut aus. Es sterben hier die Truppen vom... Und er kriegt sogar hin. Meine treuen Soldaten steht mir bei. Er hat sich jetzt zweimal bedroht gefühlt. Okay. Eine Nachricht vom Inquisitor. Oder hat er zweimal dieselbe Nachricht abgespielt? Ich weiß es gerade gar nicht, warum er zweimal dasselbe gesagt hat. Alter, das ist Gold. Ja. Okay. Aber hier, Effendi und Inquisitor passen, denke ich, auch ganz gut zueinander. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, dann in 1-1 würde ich sagen. Na, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut ist, obwohl Raubritter relativ schnell tot war. Und ja, aber die beiden hier haben sich schon ganz gut zurückgekämpft. Und dann dennoch den Kill gelandet oder den Sieg geholt, so rum. Ansonsten würde ich erstmal sagen, das war es erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Entschuldigt bitte, dass bei der Burg 6 noch so ein paar Unreinheiten zu sehen waren, mit dem Tower 5 zum Beispiel oder noch ein paar anderen Sachen. Da werde ich noch so ein paar Details ändern. Aber ja, wenn ihr noch andere Tipps in euren Köpfen habt oder Vorschläge habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und tschüssi!